Habe und willkommen zurück. Wir schauen uns heute The Forgotten City an, eine Art Rätselspiel, bei der man, soweit ich das verstanden habe, immer wieder zu einem Zeitpunkt in der Geschichte zurückreist, um ein Rätsel zu lösen. Das Ganze hat ein historisches römisches Setting, aber viel mehr weiß ich auch nicht drüber. Ich habe vorhin kurz mal das Spiel gestartet, um mich mit der Steuerung vertraut zu machen, aber viel mehr als wie es am Anfang ausschaut, weiß ich auch noch nicht. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch gleich los. Gegenwart. Genau, was ich sagen kann, es ist sehr hübsch. Also, finde ich. Hallo. Hey, you're alive. When I dragged you out of the river, I thought you were never gonna wake up. I checked your pockets for ID, a phone, maybe. I hope you don't mind. But all Was I schon? found was some loose change. So, wanna tell me who you are? Erstmal danke fürs Rausziehen. Hier wird der Körpertyp gewählt und ganz ehrlich, ja, ich bin ziemlich das da. Und ich gehe nie raus. Warum auch? Wir sind Unas, denke ich, passt zum Setting. Well, it's nice to meet you. And Gleichfalls. I'm sorry to pry, but any idea why you were floating down the river? What's the last thing you remember? Genau, was ist das letzte Ding, woran ich mich erinnern kann? Ich denke, ich bin tatsächlich Archäologe. Also, wenn ihr selber spielt, ist jedes von diesen Hintergrundgeschichten hat seine eigenen Eigenschaften. Aber ich denke, für mich, so rollenspieltechnisch bin ich einfach mal Archäologe. Oh, you're an archaeologist? Then you'll definitely want to hear this. I don't know Mhm. if it's exactly what you're looking for, but Ja, das hören. there are some ruins just Okay. behind you. Mhm. Roman, I think. I need you to go in there and see if you can find a guy named Al for me. He went in Mhm. there a few hours ago, and he hasn't come out. I've been freaking out, wondering if he's trapped or injured or worse. I would have gone in after him, but he made me promise to stay here, no matter what. There's no way I'm leaving without him, so I'm just kind of stuck here, waiting. What I mean is, I was hoping you wouldn't mind going in there to find him. If you can do that, I can get both of you back to civilization in my boat. Please? Werde ich gerade damit erpresst, in eine alte Ruine zu gehen, um einen Typen rauszuholen, damit sie dann später mich in Sicherheit bringt? Moralisch fragwürdig. Auf der anderen Seite, ja klar, also warum soll sie ihren Freund zurücklassen, nur um mich da wegzuschippern? Also ja, macht schon Sinn. Ich hätte trotzdem ein paar Of Fragen. course. Sorry, I don't mean to be pushy. I just... What do you want to know? Also, erstmal, wer ist dieser Al? He's the guy who washed up on the riverbank not long before you did. I thought maybe you two knew each other. I guess not. But maybe the two of you can piece together what you're doing here. In any case, you'll like him, I'm sure. Once you find him, that is. Wait. Also, sie war zufällig hier am Fluss. Dann kommt ein Typ vorbeigeschwommen, sie zieht ihn raus. Er sagt, ja genau, also danke fürs Retten, warte hier. Ich gehe mal eben in diese Ruine. Und du bewegst dich nicht von der Stelle, bis ich wieder da bin. Und sie sagt, okay. Schwierig. Daran müssen wir arbeiten. Ganz ehrlich. Genau, wo You sind really wir? don't remember? We're in Italy. This river is the Tiber. Über, okay. Ich wollte gerade sagen in der Nähe von Rom, aber wissen wir ja nicht. Der Fluss ist lang. Was Not gibt's über die Ruine much, zu sagen? really. But imagine what you might find in there. Priceless ancient artifacts. Al. Du hattest mich schon bei unbezahlbar. Und erzähl mal ein bisschen über dich. Oh, there's not much to tell. Schon. Feels like I've spent my whole life in a dead-end job with an endless commute. Know what I mean? Ja, aber Name wäre nicht schlecht. Oh, I'd rather not say if it's all the same to you. Jetzt will ich ihn aber doch schon wissen. All right, fine. Sorry if I sounded cagey. It's just that
I don't always get the best reactions when I introduce myself. My name's Karen. Okay, ja, okay, verständlich. Jo. All diese Karen-Memes haben den Namen wirklich ruiniert. Yeah, something like that. Ja. But right now, I have bigger problems, like finding Al. Kann aber auch nicht aufhören. Na gut. Ja, ich meine, können wir mal fragen, aber ich denke mir, wir sind hier irgendwo am Flussufer. Ja gut, aber frag mal einfach. Hast du versucht, um Hilfe zu rufen? What am I, an idiot? You could hike a long, long way in any direction and never find another soul. Trust me. Jo, okay. Ja, nee, geh mal los. So you're ready to go look for Al? Jo, bin dabei. Thank you. The entrance is just past those columns behind you. Okay. Please, hurry. Oh, and he left this here. But I think you'll need it more than I will. Taschenlampe. Eine solide, batteriebetriebene Taschenlampe. Okay, ich kann schauen. Taschenlampe. Auf den Knopf. Die Birne passt. Neues Hauptziel. Quid pro quo. Die Ruine. Gut, und dann sind wir auch schon drinne hier. Wie gesagt, ich finde es soweit, also ästhetisch. Hübsch wäre was anderes, dafür sind die Bäume ein bisschen zu creepy, aber ja. Gucken wir mal. Soweit ich weiß, ich kann nicht abseits der Wege gehen. Ist aber auch okay. Und wir suchen nach Hinweisen von Als Verbleib. Ich kann springen. Ja. Funktioniert. Kann ich crouchen? Geht auch. Und ich habe ein, ich schätze mal, ein Augensymbol. Das impliziert, dass wir vielleicht, also entweder haben wir irgendwie so Schleichbereiche, wo wir angegriffen werden, wenn wir entdeckt werden, oder man kann irgendwas klauen. So im Skyrim-Manier. Wir schauen uns gleich das Gebäude an, aber zuerst gehe ich dahin, wo ich nicht hingehen soll. Okay, da geht's nicht hin. Okay, was ist das hier? Schaut so ein bisschen aus. Ich habe das falsche Wort im Kopf. Also, ist das schon eine Klamm? Oder einfach eine offene Höhle? Ich weiß es nicht. Hübscher Wasserfall. Hier kann man schon aushalten. Also hier eine Hütte zu haben, wäre wahrscheinlich ein bisschen feucht mit dem Fluss. Aber alles in allem nicht schlecht. Das schaut schon mal römisch aus. Sagt der eigentlich keine Ahnung hat. Erinnert mich ein bisschen an die an diese Zugänge in Elden Ring, wo man nach unten fährt. Richtung Schifra? Sjofra? Ich weiß es nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. If you're reading this, it means I've discovered the entrance to an ancient Roman city, hidden deep underground. Its existence is long forgotten, all knowledge of it lost, except in the Latin inscription here. It reads, "You who wish to enter the city, step forth and be judged. The virtuous shall be rewarded with eternal life in paradise. The wicked shall find themselves showered in gold, but in vain, for this shall be their final resting place." Could an underground city have remained a secret for all this time? Could people have survived down there, against the odds? It seems there's only one way to find out. If I'm not back in an hour, I'm somewhere on the other side. Consider this an invitation. Or a warning. Al Worth. Okay, also hier haben wir wohl eine Trap. War ich mit dem Aufzug gar nicht so falsch. Schauen wir uns gleich an, aber ich habe gesehen, dass es hier eine lateinische Tafel gibt.
Eine lateinische Tafel, auf der steht, ihr... Okay, das ist einfach der Spruch, den er gerade vorgelesen hat. Okay, also dieser R ist anscheinend hier runter. Statue. Eine antike römische Statue von einem unbekannten Mann in einer undurchschaubaren Pose. Eine Hand wirkt einladend, die andere warnend. Da ist der Finger, komm her. Und da ist so... Gut, warnend würde ich das jetzt nicht bezeichnen, aber ja, okay. Karaffe. Ups, da, oh, da gehen wir runter. Okay. Ab dafür. Okay. Finden wir den Eingang zur Geheimstadt. Das war... Ach, genug. Wie konnten wir... Ich habe leider vergessen, wie man die Taschenlampe anmacht. Ja, mal schauen, ob wir sie brauchen. Ich glaube, hier ist erstmal nichts. Ich glaube, wir sollen durch die Tür durchgehen. Ist, glaube ich, der Plan hier. Aber da oben? Die Statue ist ein bisschen... Ist das eine Statue? Ja, keine Ahnung. Nicht hin. Leg mal alles hin. Jo, dann gehen wir rein. Oh Gott, das fängt... Oh Gott. Habt ihr das gesehen? Warte. Also... Warte. Ja, die schauen uns an. Oh Gott. Das ist so eine Doctor Who Weeping Angel Situation hier. Da, schaut mal auf das Gesicht. Ach Gott, oh Gott. Machen das alle hier? Ah, ja, das machen alle hier. Oh. Oh, da habe ich jetzt schon... Oh. Macht die das auch? Ja, klar, macht sie das. Oh Gott, ja, das machen alle. In einer Pose der Wehklage. Okay. Die macht das nicht? Das? Ja, die macht das. Was ist das? Ah, okay, der kniet einfach nur. Okay. Der macht das nicht. Also manche machen das und manche machen das nicht. Sagt mir das irgendwas? Macht die das? Ja. Okay. Ein römischer Gladiator in Laufhaltung. Was könnte einen Gladiator in die Flucht geschlagen haben? Das sind ja auch irgendwie keine normalen Statuen. Also so eine Pose... Der hier auch? Ne, der nicht. Immer wenn wir inspizieren können... Oh. Okay. Ja, genau. Also das ist doch... Das sind keine normalen Statuen. Mit denen wurde irgendwas gemacht. Irgendwas ist creepy mit denen. Eine junge Römerin. Sie sieht aus, als hätte sie um ihr Leben gebettelt. Mhm. Aber wie kommen die da hoch? Das heißt doch, da... Gehen wir mal davon aus, das waren mal Menschen. Was jetzt einfach mal meine Arbeitshypothese ist. Außer das sind irgendwie, keine Ahnung, Nymphen oder irgendwelche anderen römischen Fabelwesen. Ich habe kurz das falsche Wort im Kopf. Also gehen wir mal davon aus, das sind Nymphen dann, oder andere, sagen wir mal, römische Götter. Dann haben wir sowieso ein Problem. Weil dann haben wir keine Chance. Gehen wir davon aus, dass es so eine keine Ahnung. Gab's nicht irgendwas mit... Ja, genau, Midas. So eine Midas... Ja, wobei, dann würden sie uns nicht anschauen, dann wären sie einfach aus Gold. Aber dann muss es ja immer noch jemand geben, der hier die Dinger da nach oben gesetzt hat.
Mysteriös. Und alle haben die Arme nach oben, so als wären sie irgendwie ängstlich oder so. Okay. Und hier ist alles eingestürzt, aber die Statue ist oben drauf. Das heißt, hier war schon alles kaputt. Und dann kam die Statue. Guckt mich nicht an, das ist so creepy. Was ist das? Ach, ich soll einen Typ holen. Okay, was ist das? Ein römischer Militärkommandant. Er versucht, sich von etwas loszureißen. Okay. Römische Legionären Todesangst. Moment, der schaut hier lang. Aber der Gladiator ist in die Richtung weggelaufen. Strange. Der schaut uns nicht an, gell? Gehe ich mal davon aus, weil wir den inspizieren konnten. Genau. Aber die wird uns anschauen. Ich würde das nicht machen. Warum mache ich das? Ich sollte auch immer mal wieder ein bisschen die Umgebung anschauen. Erstens ist er hübsch. Und zweitens gibt es uns vielleicht Hinweise. Da oben würde ich gerne hinkommen. Schauen wir mal. Bist du einer von... Nee. Okay, den können wir nicht inspizieren, aber der schaut uns auch nicht an. Okay. Eine Römerin, die um Hilfe zu beten scheint, die nie kam. Oh. Sorry. Wo hat die hingeschaut? Hier nach oben zur Decke. Sehe ich echt schon nichts Ungewöhnliches. Drüben ist beleuchtet. Ich schätze mal... Ja, genau. Wahrscheinlich kommen wir da hin. Oben dann wahrscheinlich nicht, wie es aussieht. Und das ist ja auch nicht komplett Open World, also ich kann das hier nicht einfach... Oh! Nee, ich wollte gerade sagen, anscheinend doch. Aber nee, ich kann ja nicht rüberspringen, hier sind überall Begrenzungen. Ist aber okay, wie gesagt. To whoever reads this, I'm sorry you had to find me like this. And worse, that you'll suffer the same fate I did. I've spent a lifetime in this place, going around and around in circles, searching for a way out. The inscription was right. There is no way back. And here there are only two options. Death, or that godforsaken doorway into the past. I made the mistake of stepping through it. I wanted to set things right. And I tried. I really tried. Whatever I did, it took me right back to the beginning. Don't make the same mistake. Better to end it all now. And find out what awaits you beyond that portal. Okay. Also wir haben Erl gefunden und ich wollte gerade schon sagen, lass doch gleich zurückgehen und Karen Bescheid sagen, aber da ist ja ein 20 Meter tiefes Loch im Weg. Hier kommen wir nicht runter. Okay, und er hat geredet von einem Portal in die Vergangenheit. Das ist das, was ich schon vorher irgendwie so rausgehört habe aus dem, was ich über das Spiel weiß. Und, okay, aber die Information, die ist jetzt neu. Anscheinend hat man eine Wahl. Also entweder man wird zu Gold, warum auch immer. Oder man geht zurück in die Vergangenheit und macht da irgendwas. Und ich schätze mal, man muss halt dieses Rätsel lösen, worum es hier geht. Dann wird man entweder selber nicht zu Gold oder die anderen auch nicht. Eins von beiden. Und wenn man es nicht schafft... Ja, Moment. Ja gut, ich weiß nicht, wie alt er vorher war. Das klang aber, als wäre er sehr viel länger hier gewesen. Gut, vielleicht kam es ihm aber auch nur länger vor, weil er halt immer wieder in der Vergangenheit war.
Oder die Zeit ist ja tatsächlich ein bisschen komisch. Naja, okay, viele Gedanken, viele Gedanken. So, ein Römer, der auf den Knien liegt, als würde er seine Götter um Gnade anflehen. Wo schaut der hin? Na gut, der schaut auch nur... Nee, schaut ein bisschen weiter. Wer sind diese Stimmen? Sind das die Goldstatuen oder ist das einfach nur... Ja, oh. Okay. Ich habe ein Gefühl, ich weiß, wo das Portal ist. Ja, ich weiß. Und da kommen wir. Dann... und rein da. Okay. Ich habe gerade heftige Stargate-Vibes. Okay. Hauptziel abgeschlossen, vergiss mal nicht. Ein römisches Relief. Oh, ein römisches Relief, das ein großes kreisförmiges Portal und zwei Frauen darstellt. Frage mich, wer sie sein könnten. Haben die irgendwie... Hier sieht man die Beine. Sie hat eher so eine Tunika an. Das ist wahrscheinlich das Portal. Das ist Deko. Von dem hier kann ich nichts anschauen? Nein. Okay. Oh. Salve, friend. Salve. I'm Galerius. Mind telling me who you are and what you were doing in the Shrine of Proserpina? Ich habe nur hier Sightseeing gemacht. Augenblick, du sprichst Englisch. Dann würde er wahrscheinlich sagen, wovon redest du? Ich spreche Latein. Aber wir können es ja mal versuchen. What? Okay, I'm ja. speaking Latin. You are too, although your accent's a little strange. Oh, I see what you did there. Changing the subject like that. Nice try. But Ja. I'll ask again. Who are you, and what were you doing in the shrine? So, wenn ich sage, ich habe mich verlaufen und er steht vor dem Schrein, wird er sich halt fragen, so, wie kommst du da rein? Ich meine, das Ding ist ziemlich klein und es hat nur eine Tür. Und Lügen, also, keine Ahnung. Naja, frag mich schon, was das für ein Schrein ist. Yeah, you know, agricultural goddess of springtime. Ja, klar, die. You're not from around here, are you? Ertappt. And you've just done it again. You're a sly one, aren't you? One more time. Who are you and what were you doing in that shrine? Tja, ich bin schon ausgebufft. Aber, ja, wie gesagt, ich will nicht den ersten Typen anlügen bei der ersten Gelegenheit, die es sich mir bietet. Also, ich bin Unas und ich komme aus der Zukunft. No idea what you're talking about. Oh, wait. Are you a bit, you know, not right in the head? Sagt der Richtige. Friend. Everyone's welcome here. Du stehst doch hier wie bestellt und nicht abgeholt vor einem Tempel und sprichst random Leute an. Okay, lass uns das mal nicht weiter austreten. Ich denke, er hält uns ja eh schon für ein bisschen bekloppt. Danke, schätze ich. Listen, most folks seem a bit confused when they get here, but you seem very lost, and in more Du bist ways very than lost. one. So let me make this nice and simple for you. Live by our law here, and we'll all get along just fine. Euren Gesetzen? Not laws, law. There's just one, the golden rule, and the punishment for breaking it's, well, it's kind of horrific. But our magistrate insists we take all newcomers to see him, so I guess I'll let him fill you in. So then, you coming? Ja, ich meine, wenn das hier das Gesetz ist und man die Gesetze nicht brechen oder das Gesetz nicht brechen darf, dann ja. Follow me. When I first arrived, I couldn't believe there were people living down here. But, as you can see, we've got a nice little community now. Oh lol. 23 of us at the moment, if you count the 3 who are missing.
No idea how, since nobody knows a way out. But it's just big and dark enough to get lost in, if you're not careful. Aren't you going to introduce me to your handsome new friend, Galen? Ja. Keep it in your loincloth, Aurelia. I'm taking him to see the magistrate. That pompous old bore won't be magistrate for much longer. Anyone who helps vote him out today drinks at my bar for free tonight. Okay, da ist die Bar wahrscheinlich dann. Wieder eine Goldstatue. Politics. I'd stay clear of it and her if I were you. She's, it's not my place to say. Down on your right is our farm, where I grow all the food you'll ever want. As long as all you want is leek, cabbage, and wheat. Huh. That one usually gets a chuckle. The bloodless shadows wander without flesh or bone. Ah, don't mind Livia. She means well. She's just been in a bad place since... Well, you know, I don't know what happened to her. Okay. Ja, was ich vorhin sagen wollte. Goldene Regel. Haha. Hab den Wortwitz kapiert. Up here on your right is the chasm. If you've got a weapon, it belongs way down at the bottom. Up on your left is the forum, where you can visit the market or get yourself patched up in Lucretia's clinic in the Shrine of Apollo. Most of us have almost nothing, just what we had on us when we arrived, and what we've been able to make and scrounge up since. And this central plateau is where the magistrate and the other patricians live, so don't expect a warm welcome. Hilarious. You're meant to be working the farm, not trudging dirt into the villas. Take it easy, Horatius. I was just taking our new friend here to see the magistrate. Well, he's asked me to escort the newcomer personally. The farm. Go. Now. You'd better go with him. But just remember, they're not like you and me. Don't let them use you. What was that? What did you just say? I said it'll take some getting used to. Yeah, I'm watching you, farm boy. Greetings, citizen. My name's Horatius. Magistrate Sentius asked me to escort you to him personally. Follow me, please. Ich bin jetzt schon ein Bürger, das ging schnell. Worum geht's I genau? expect the magistrate wants to brief you about the golden rule. Shouldn't take too Das war long. hilfreich. He's busy preparing for the election later today. Oh. Das heißt, ich bin Teil vom Wahlkampf. Na, geh voraus. The only thing you really need to understand right now is the golden rule. Let me see if I can explain it this way. When I was serving in the Legion, if there was a mutiny brewing in one cohort, the legate in charge wouldn't waste time finding the bad apples among hundreds. They just divided us into groups of 10, made us draw straws, and whoever drew the short straw had to be executed by the other 9. Didn't matter whether he'd done anything wrong. One of us in 10 would die for the crimes of the collective. We call it decimation. If that seems like rough justice to you, you're in for a rude shock. Because the golden rule is exactly 10 times worse. The magistrate can explain the rest. He's up these stairs. Wait, what? Wenn bei Dezimieren jeder 10. stirbt. Und das jetzt hier mal schlimmer ist, heißt das nicht, dass jeder stirbt? So rein mathematisch? So. Oder nicht? This place has become a thoroughfare. Okay. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you Selber. want? Nein, Was haltet ihr von der goldenen Regel? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Okay, ich glaube, ich habe was verpasst. Was für Schwester? What? Keine Ahnung, ich weiß weder was von der goldenen Regel noch von der Schwester. Was soll ich da drauf sagen? Gute Frage. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought.
Ich schätze mal, nun jetzt wissen wir zumindest, dass Blasphemie die goldene Regel nicht bricht. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Ich schätze, wir werden es früher oder später herausfinden. I suppose we will. Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure I must know a way out too. Is that it? Well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Scintilla. I wish you mouth breathers would just leave me alone. Okay, also die Schwester ist abgehauen, aber es hieß bisher immer, dass man hier nicht weiter rauskommt. Also fände ich ja schon interessant, wenn ich wüsste, wie ich hier wieder wegkomme. I don't know. Can you? Can you tell me how a person could have disappeared from a city with no exits and no crime? Was she snatched away by the harpies? Wann habt ihr sie zuletzt gesehen? It was 3 weeks ago. We ate our evening meal together and I remember she seemed happy. Okay. In love. We went into our rooms, I went to sleep, and when I woke up, she was gone. That's it. Oh, sie hatte ein Date. I think so, yes. But she was very careful about keeping his identity a secret, even from me. Okay, sie scheint ja irgendwie... Also sie ist die... Also sie ist irgendwie... Also... Ist sie die Tochter von dem... Doch, klar, sie ist die Tochter von dem... ich habe seinen Namen vergessen, seinen Titel. Der die Regeln hier macht. Oder der die goldene Regel durchsetzen will. Das heißt, wenn die Schwester das geheim gehalten hat, dann ist es vielleicht sowas wie, keine Ahnung, der Bauer von vorher. Also irgendwas deutlich unter ihrem Stand. Because our father had plans to marry her off. Ah, genau. Eventually. And even a rumor about her attachment to some mystery man might have ruined those. Oder ist verheiratet, Alternative. Ja, wäre ein Verdacht. Liebhaber hatte plötzlich Angst bekommen und hat sie dann weggemacht. I don't know. But it's been 3 weeks since she disappeared and he hasn't come forward. That might speak to a guilty conscience. All I know is, whoever he is, he's still here in the city. Ja gut, also wenn ich in der Situation von einem Liebhaber wäre, dann würde ich glaube ich auch nichts sagen. Also ich meine, wenn ich erst dann rauskomme, wenn meine Freundin verschwunden ist und vorher wurde das geheim gehalten, dann wäre ich glaube ich der Letzte, der da irgendwie halt auch noch Aufmerksamkeit auf mich zieht. Egal, ob ich es war oder nicht. Ihr seht erstaunlich entspannt aus. Why? Because I'm on this couch and not pacing about the villa, wasting energy. I True. hope you're not insinuating I'm somehow pleased with her disappearance. Ich weiß ja nicht, wie das hier funktioniert. Also, habe ich einen Skill-Check oder so, aber ich habe ja keine Fähigkeiten oder so. Also, ich schätze mal, das kann einfach schief gehen oder es geht nicht schief. Aber ich weiß es vorher nicht. Ich spiele erstmal sicher. If you must know, I'm here because my father has forbidden me from leaving the villa. I couldn't bear to lose you too, he says, as if he loves me, and not because he needs at least one daughter he can trade off. Sie ist ein bisschen zynisch, aber wahrscheinlich hat sie auch recht damit. Sentius, Sentia, Sentilla. Warum ähneln sich eure Namen so sehr? You really aren't from here, are you? All Roman women are named after their fathers. I think it's their way of branding us, like cattle to be sold at market. His family name is Sentius, so I'm Sentia because I'm the eldest, and my little sister is formerly Sentia Minor, but she is affectionately known as Scintilla. Hey. Jo, das So war's. you'll help me find her? Sicher. Oh, thank you. You should probably take a look through her room. It's the one just by the front door. Maybe you'll find something the rest of us missed.
Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich kümmere mich sofort darum. Thank you. Wo war das? Ah. Okay, das Zimmer. Mhm. Ich wollte vorhin schon sagen, die Deko finde ich jetzt ein bisschen schwierig. Also. Ups, sorry. Wenn die alle so auf der Flucht sind oder ängstlich oder so, warum stelle ich mir das dann in den Garten? Also. Okay, aber das. Wenn es jetzt schon Goldstatuen gibt, heißt es doch, es erwischt nicht alle gleichzeitig, sondern der was verbockt, wird zu Gold. So lese ich das jetzt gerade einfach mal. Oh. So. Dann genau, schauen wir erstmal in das Zimmer von ihr, bevor wir zu dem Gut gehen, hätte ich gesagt. Ein Tintenfass aus Keramik. Die Tinte scheint aus Ruß und Wasser hergestellt zu sein. Ist das? Ah, ja. Mhm. War so gut. Ne, Tintenfass haben wir schon. Ein kleiner Flakon, der ein rudimentäres Parfüm aus Blumen und Öl enthält. Okay. Ist das gleiche? Scheint, ja. Das Messing wurde zu einem rudimentären Spiegel poliert, der beim Auftragen von Make-up eingesetzt wurde. Hier mal nix. Das ist genau das gleiche wie vorher. Ja. So, das sind doch Schriftrollen. Klaus mal noch nicht. Ich merke mir, dass da drin Geld ist, falls ich es brauche. Liest ihr das wieder vor? Okay. Okay. Inventar. Nachricht von Scintilla. Scintilla für Sentius und Sentia, also Vater und Schwester. Möge Clementia euch die Kraft schenken, mir zu vergeben. Es tut mir leid, dass ich euch so verlassen muss, aber ich habe einen Ausweg gefunden und muss ihn nutzen. Ich hoffe, wir treffen uns eines Tages wieder. Okay, das Ding kann ich nicht drehen. Kannst auch nichts machen, andere Seiten hat es nicht. Ist irgendwas. Und es lag einfach so unter ihrem Kopfkissen. Und das... Ja, okay. Ich hätte gedacht, das so, also auf dem Bett und so und unter dem Bett. Ich meine, das Zimmer ist echt klein. Die hat eine Truhe. Die hat 4 Schubladen. Einen Tisch ohne irgendwas drunter und ein Bett. Wie lange kann das denn dauern, das Ding zu durchsuchen? Aber naja, es ist Eis drum. Was ist das? Was ist das? Gut. Okay. Okay, aber... This place has become a thoroughfare. Ja, ist gut. What have you discovered? Jo, ich habe den Brief gefunden. What? Really? I swear, I searched her room top to bottom and never Stimmt. saw that. I wonder how I could have missed it. Strange, but well done, I suppose. But it's odd. It was only a few months ago that Scintilla's friend Yulia let slip she was planning an escape of her own. And yet, Yulia's still here. You should go and speak with her. Find out if she knows anything. She lives in the villa next door. Okay, das machen wir gleich. Aber erstmal, wenn wir schon hier sind, reden wir auch mit dem Vater. We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name?
Ich bin Unas. A curious name to match a curious accent. But I digress. I see you have the piercing and astute eyes of a man of great learning. Danke, danke. We're always happy to welcome another scholar to our little community. Erkundung will be delighted to meet you, I'm sure. Now, you're probably wondering why I summoned you, and I'll get to that. But first, take a look at this wondrous place, would you? Oh, schon. Das ist A ziemlich hübsch. secret city built deep in the mountains, many hundreds of years ago. Mhm. Jo, tatsächlich wunderhübsch. Nee. Lass uns erstmal langsam hier spielen. More importantly, consider the miraculous community we've built here over the last 7 months. Monate. 22 complete strangers brought together by the fates, living and working together in our own little paradise. And in all that time, not a single sin has been committed. No fights, no theft, nothing. Have you ever witnessed something so extraordinary as a city without sin? Hat er gerade 22 gesagt? Hat der Bauer nicht vorhin gesagt, das sind 23? Oder hat der uns mitgezählt? Naja, gut. Ja, nee, habe ich noch nie gehört, dass es sowas gibt. Until I came here. But the reason for this miracle is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. You see, the builders of this place, whoever they were, left inscriptions warning, "The many shall suffer for the sins of the one." From what we can gather, breaking the law here will anger the gods and provoke a terrible punishment. Like the curses of Medusa and Midas combined, turning us all to gold. We've come to call it the golden rule. Ja, ich habe einen Wortwitz schon kapiert. We've survived as long as we have, and each day I grow more and more afraid that our time in the sun is almost up. And now it seems that day is finally here. All that matters is that somebody in this city is about to break the golden rule. Why else would Proserpina send you now? Unless you and I can stop them, our doom is assured. I know that's a lot to take in, and you look like you have questions. Please, ask away. Aber schon ziemlich perfide. Ich meine, da ist so ein Ort. Wenn man einmal reingeht, kommt man nicht mal raus. Und wenn man nur eine Regel bricht, werden alle bestraft. Und das mit der Erfahrung, dass Menschen immer Regeln brechen. Ich würde aber erstmal ganz gerne wissen, so, was überhaupt die goldene Regel ist. Also klar, wir wissen jetzt, wenn man dagegen verstößt, bleibt man zu Gold. Aber was muss ich denn machen, um es zu brechen? Ah, ja, okay, ja, da haben wir es. An intelligent question. There was a good deal of debate about that in our first weeks here. Does it refer to crimes or to some other ill-defined wrong? Genau. Of course, everyone agrees on the basics. No theft, no assault, and certainly no murder. But beyond that, it was more difficult to reach a consensus. What about lying, insulting someone, blasphemy, trespass, trying to escape, bribery, infidelity, suicide? As magistrate, I had to exercise leadership, and so I made a decision. We must uphold the laws of the Empire to a standard never before seen. And we must honor the peace of the gods, the sacred accord between the gods and the people of Rome. It is only by offering the gods the proper respect that we may prosper, as Rome has for centuries. Ja, ich könnte mir jetzt ins Gesicht sagen, dass er primitiv ist. Wäre, glaube ich, nur nicht wirklich zielführend. Und so wie ihr es bisher gehandhabt habt, finde ich es eigentlich logisch. Ich meine, die wissen nicht, in welcher Lage sie sind. Es gibt diese creepy Goldstatuen. Sie haben die Vermutung, dass wenn sie irgendwas falsch machen, auch in welche verwandelt werden. Also bin ich erstmal
Übervorsichtig war ich jetzt auch die ganze Zeit. I'm glad you agree. The key things to remember are that we have laws forbidding treason and blasphemy, murder, assault and rape, as well as theft and arson and so on. I have made my pronouncement on the subject. Unfortunately, there are still those here who resist, whispering blasphemous and treasonous lies. Eine Tochter zum Beispiel. I would be keeping a close eye on them if I were you. Ja, erstmal, warum macht das nicht selber? I believe you're in the best position to go around asking people questions. You're new here, and it'll seem perfectly normal. As for me, well, it pains me to say my attempts to impose order have not earned me many friends. I fear I may not even remain magistrate after today's election. Nichts haben gehört. The people here would only treat my curiosity with suspicion. You shouldn't have that problem, though, unless, of course, you get off on the wrong foot. Macht echt mal alles Sinn, was er sagt. Ich weiß halt nicht, ob er tatsächlich einfach der gebildete, vorsichtige Dude ist, für den er sich ausgibt, oder ob er halt gerade mich manipulieren will, um seine Drecksarbeit zu machen. Ja, erstmal, ja. Warum er geschickt? Wie? Was? You see, in my search for a way to save my people, I learned of an ancient ritual to Proserpina, the goddess of the cycle of life and renewal. It's said to open a doorway in time, so that if the unthinkable happens, one person can pass through it and travel back to the past. And when I saw you arrive in a flash of light from the goddess's shrine, I knew that person was you. You don't belong in our time, do you? Aber wie gesagt, lügen würde ich jetzt am Anfang erstmal nicht. Ich komme 2000 Jahre aus der Zukunft. 2000 years? Yes. That is unfathomable. Please tell me, in your time, what did you see? What had become of us? Of this city? Jupp, ihr seid alle Goldstatuen. I have imagined it, our downfall, 1,000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Ja, erklär mal, wie das funktioniert hat. All I can tell you is that it's a ritual sacrifice to Proserpina. I stumbled across instructions. I have to recite a prayer, and of course, as with all rituals, some sacrifice is involved. Usually that means wine or food, or in some cases a live animal. In this case, the sacrifice is rather more costly. The life of the person performing the ritual. Okay. I don't suppose you saw any sign of me in the future? Ich wollte vorhin schon sagen, wir haben noch eine Goldstatue von einem Kommandanten oder sowas gefunden. Da dachte ich jetzt gerade, im Moment, das könnte er sein, aber anscheinend ja, dann war er wohl I 12 Lein. assume that was me. If I'm forced to perform the ritual, it's going to cost me everything. You'll try to make sure I don't need to use it, won't you? Ich gebe mein Bestes. Well, I suppose that's all I can ask for. Richtig. Gibt es Verdächtige? Do you ever stare at a problem for so long that you can't see it for what it is anymore? What's needed here is a fresh pair of eyes. The less I prejudice the independence of your investigation, the better. Also selbst wenn er der Verdächtige wäre, würde er mir es ja nicht sagen, selbst wenn ich das hier sagen würde. Ja. Theoretisch, ja. Ah, so you know about that already. It's a devastating loss, of course, but
That was over 3 weeks ago, and whatever happened to her, it didn't break the golden rule, so I don't think it's connected with our imminent demise. Still, if you happen to find her and return her to me, I would be eternally grateful. Okay. Ja gut, klingt erstmal auch logisch. Weiß nicht, ob das hier ein bisschen zu pushy ist. Aber versuchen wir es. Well, all right. There are those who wish to vote me out of office so that they can pursue their own misguided political agenda. Frankly, their selfishness and recklessness risk destabilizing the entire city. I would be looking very carefully at them if I were you. Gut, da spricht jetzt der Politiker, denke ich mal. Ja, das wäre ganz gerne wieder heim. Also, falls ich das tue, werdet ihr mir helfen, in meine eigene Zeit zurückzukehren. If I understand Prosperpina's ritual correctly, that problem should take care of itself. Let me see if I can explain. If you manage to prevent the sin that breaks the golden rule, I won't need to bring you here. I won't create the portal, and you will never have been able to come here. Das ist nicht paradox. Thus, you have created a paradox. Okay. If this occurs, you should be flung back to your own time, having changed the past for all of us. Make sense? Ja, irgendwie ja nicht, weil das Paradox ist ja dann trotzdem da. Er hat nicht wirklich... Also er hat gesagt, das ist ein Paradox, aber er hat nicht erklärt, wie es aufgelöst wird. Aber... ja, klar. Warum nicht? Jo, das war das. Good. So, are you with me? Can I count on you to figure out who's about to break the golden rule? Sure. Auch true. Eigentlich beides. Ich habe echt keine Wahl. No, I don't suppose you do. But I'm hoping that even if you're not burdened with a sense of self-sacrifice, you'll at least see the sense in self-preservation. Auch schon. Stimmt. Bin dabei. Wonderful. Now, I need you to investigate the city, talk to everyone, help them if it'll win their trust. I authorize you to enter private homes and inspect possessions and documents, unless, of course, you're asked to leave. Figure out who the culprit is, and as soon as you have a name, come back and tell me immediately. Na gut, dann fange ich mal an. Oh, and one last thing. If I were you, I'd start my investigation by visiting Lucretia at the Shrine of Apollo in the Forum. I heard wailing from there not long ago. Seems like something's not right. Okay. Ich werde sehen, was ich tun kann. Na, ich kümmere mich sofort darum. Ah, Tipp. Dadurch wird die neue Quest priorisiert und nur die Zielmarkierungen werden. Okay. Jupp, das machen wir sofort. Okay. Hier aussehen? Ja, da drüben, okay. Ist echt hübsch hier. Aber damit würde ich sagen, lass mal die erste Folge bei diesem Stand. Und wir schauen beim nächsten Mal dann in den Apollon-Schrein zur Lucretia und gucken, was sie für Probleme hat. Ihr habt euch wohl. Servus.